Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen euch mal wieder begrüßen zu einer neuen Folge der Price Rangers. An meiner Seite Ranger Paul. Und an meiner Ranger Michi. Heute befinden wir uns am oberen Ende der Preisskala, weil diese Epiphone Dot Studio in der Farbe Charity 249 € kostet. Mehr als 250 € sollen nämlich Price Rangers Gitarren und Zubehör nicht kosten, sonst sind sie nicht mehr billig genug für uns. Hier erhalten wir einen Ahorn-Korpus, einen Ahorn-Hals mit einem aufgeleimten Palisander-Griffbrett. Die Tonabnehmer sind zwei Humbucker, Alnico Classic Magnets Double Vacuum Waxed. Klingt schon mal vielversprechend. Dazu ein Volume-Regler, ein Tone-Regler und dazwischen ein Dreiwegschalter. Wie sich das Ganze anhört, zeigt uns jetzt gleich Ranger Michi. Man sagt ja diesen Gitarren nach, dass sie extrem vielseitig wären. Konnte ich jetzt noch nicht wirklich rausfinden. Ranger Paul, ich glaube, das ist ein Job für dich. Kann sie Metal? Überraschend heavy und überraschend vielseitig, müssen wir doch ehrlich zugeben. Kann sie auch Jazz? Auch Jazz? Die Gitarre klingt wirklich in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen gut, angenehm, variantenreich, facettenreich. Trotzdem habe ich auch mal wieder ein paar Mängel gefunden. Die F-Löcher sind nicht wirklich mit schwarzer Farbe hübsch ausgepinselt worden. Die franzt hin und wieder so ein bisschen in die Decke hinein. Auch muss man darauf hinweisen, dass das gesamte Binding, was um Korpusvorder- und Rückseite herumführt, kein echtes Binding ist, sondern auch aus schwarzer Farbe besteht, die nicht hundertprozentig präzise aufgetragen wurde. Auf der Deckenoberfläche finden wir auch noch eine kleine Beule, die die Endkontrolle übersehen hat. Mir persönlich ist sie nicht entgangen. Die Vorzüge des Instruments sind ganz klar die Vielseitigkeit. Für den Preis kann man natürlich nicht erwarten, dass sie alles überragend kann. Die Bespielbarkeit ist astrein. Die Saitenlage könnte für meinen Geschmack mal wieder etwas niedriger sein. Positiv bemerken möchte ich die Grover Tuner. Die halten die Stimmung wirklich sehr konstant. Die Pickups sind durchschnittlich, aber die Sounds, die sie liefern, sind tatsächlich
sehr ähnlich einer Gibson ES335. So liefert also der hauseigene Kopist Epiphone eine durchaus authentische Kopie des Originals ab, nur für erheblich weniger Geld, mit ein paar Abstrichen bei der Verarbeitung, mit ein paar geringen Abstrichen beim Sound, also insgesamt ein durchaus stimmiges Gesamtpaket für einen niedrigen Preis. Ich muss ehrlich sagen, im Grunde stehe ich nicht auf solche Gitarren. Trotzdem muss ich zugeben, Goldständer. Ich mag solche Gitarren, deswegen von mir auch Goldständer. Zweimal Goldständer, macht Goldständer. Wenn euch unser Test, unser Video gefallen hat, liked den Clip, abonniert unseren Channel und folgt uns auf den anderen sozialen Medien. Facebook, Twitter, Instagram und unserem Blog www.pricerangers.com. Wenn euch unser Video besonders gut gefallen hat, würden wir uns besonders freuen, wenn ihr uns mit einer kleinen Spende unterstützen würdet. Ein entsprechender Button findet sich auf unserem Blog. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.